In diesem Video schauen wir uns an, wie wir aus den aufgenommenen Geländen jetzt entsprechend das Volumen berechnen können. Wir haben hier zum Beispiel zum einen dieses Haufwerk aufgenommen, was hier hinter uns ist, und haben zusätzlich die reguläre Oberfläche auch erfasst. Jetzt können wir über das Volumenberechnungstool hier unten neben der Feder den Ist-Zustand und den Soll-Zustand auswählen. In dem Fall ist der Ist-Zustand unser Haufwerk, das ist der Haufen, und der Soll-Zustand ist der flache Untergrund. Jetzt sehen wir hier, dass wir hier einen Nettoabtrag von 38,8 Kubikmeter haben und einen Auftrag von 0,59 Kubik. Wo kommen diese 0,59 Kubik her? Das liegt ganz einfach daran, dass wir beim Haufwerk aufnehmen etwas unterhalb der Oberfläche auch aufgenommen haben, weil wir unser Gelände nicht ganz präzise um das Haufwerk herum abgesteckt haben. Daher haben wir hier diese kleine Differenz an dem Auftrag. Die hier angezeigte Berechnung kann man sich nur hier anzeigen lassen. Wenn man die Werte weiter benutzen möchte, muss man sich diese getrennt notieren. Wir können dann auch in einem zweiten Schritt durch Wegklicken einfach eine neue Messung starten. Sprich, wir gehen hier wieder auf die Volumenberechnung, nehmen unser zweites Haufwerk und schneiden dieses wieder mit unserer aufgenommenen Oberfläche und sehen auch für das zweite Haufwerk hier unser Volumen. So können wir sehr einfach berechnen, wie viel wir abfahren oder anfahren müssen, und können mit diesem Tool sogar einen Masseausgleich machen. Das heißt, wir können es so lange hin optimieren, wenn wir eine neue Ebene reinziehen, dass wir diese von der Höhe so einstellen, dass wir am Ende einen Nettoauftrag oder Nettoabtrag von um die 0 erhalten. Damit können wir vollständig die Fläche mit den bestehenden Mengen planieren. Volumenberechnung funktioniert aber nicht nur mit aufgenommenen Geländemodellen, sondern wir können entsprechend auch zum Beispiel direkt erstellte Baugruben im Volumen hiermit verschneiden mit einem Ist-Zustand, oder können auch bestehende Geländemodelle, die wir importiert haben, mit unseren aufgenommenen Geländen oder unseren erstellten Baugruben verschneiden. Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann findet ihr hier noch weitere Videos zu unserem System.